Halt. Bevor du heute das entscheidendste Käse Schokolade isst, solltest du das hier wissen. Es kann nicht dein City auf Diesmarken für immer verändern. Wir wollen utgreifen täglich zu Milka, Ritter, oder Lindt. Vertrauen auf dies Namen sieht jarren. Gehen davon aus, dass Deutsche und Europe ische Hersteller sauber produzieren. Aber was, wenn genau das nicht stimmt? Was, wenn in der Schokolade, die du isst, Stoff drin sind, die nichts mit Genes zu tun haben? Laboranalysen aus dem Jahr 2026 zeigen Ergebnisse, die will schockieren würden. Nicht bei allen Marken. Aber bei einigen so deutlich, dass aber angeblich Prüfer ernsthaft warnen. Heute schauen wir uns an, was wirklich in deiner Schokolade steckt. Nicht Panik zu machen, sondern dir zu zeigen, worauf du achten musst. Schokolade gehört für Millionen Menschen zum Alltag. Ein kleines Stellu nach dem Essen. Ein Tafel am Abend. Oder einfach zwischendurch. Wir vertrauen darauf, dass das, was wir kaufen, sicher ist. Dass Großmarken streng kontrolliert wurden. Dass Qualität und Preis zusammen ingen. Doch Tests aus dem Jahr 2026 zeigen ein anderes Bild. Bei mehreren bekannten Schokoladenmarken wurden Stoffe nachgewiesen, die dort nichts zu suchen haben. Minerallarukistannend. Schwermetall wie Cadmium und Blei. Rauchkast Ende von Pestiziden. Nicht immer über den gesetzlichen Grenzwerten, aber oft genug, dass Experten kritisch bewerten. Und das Problem dabei, die Stoff samen sich im Körper an, aber Monat, aber Jahre. Und dass du es merkst, beginnen wir mit Milka, einer der bekanntesten Schokoladenmarken in Deutschland. Lila Kuh, Alpenmilch, Tradition seit Jahrzehnten. Doch in aktuellen Tests aus 2026 wurden bei mehreren Milka-Sorten erharte Werte und Mineral gefunden. Genauer gesagt Moech und Moech. Das sind Mineralbestandteile, die aus Verpackungen oder Produktionsanlagen in die Schokolade gelangen können. Moech gilt als bedenklich, weil es sich im Körper enrichten kann. Moech wird von Experten noch kritischer gesehen, weil einige dieser Verbindungen als potenziell krebserregend gelten. Laut aber gegen Laboranalysen legen die Wert bei Milka nicht über den Grenzwerten. Aber sie waren deutlich höher als bei vielen anderen Herstellern. Für viele Verbräucher ist das überraschend. Weil Milka als Familienmarke gilt, als sicher, als vertrauenswürdig. Aber die Tests sagen euch hier geht das Problem. Besonders auffällig war die Milka-Apfelmilch-Schokolade. Der Klassiker, Sorte, die Millionen Menschen kennen. In 3 aber einzigen Tests aus 2026 wurden hier einmal Werte nachgewiesen, der Prafer als Anateg-Hotscheinstaften. Nicht gefährlich im akuten Sinn, aber eben auch nicht sauber, und genau das ist das Problem. Mineral hat in Lebensmitteln nichts verloren. Es kommt meist durch Verpackungen oder durch Maschinen in der Produktion hinein. Hersteller konnten das vermeiden, wenn sie wollten. Wenn sie in bessere Verpackungen investieren würden. Oder in saubere Produktionslinien. Aber das kostet Geld. Und solange die Grenzwerte nicht überschritten werden, passiert rechtlich nichts. Also wird weiter produziert. Und die Verbraucher wissen nichts davon. Auch bei Milka Neuzet wurden in Tests Kast gefunden. Hier kam just Klick das Problem der Hasseln sie dazu. NUC wurden oft mit Pestiziden behandelt, schützlich fernzuhalten, die Ente zu sichern. Doch innerhalb dieser Pestizide blieben als Kast Wände zur Seke. Und landen dann in der Schokolade. Laut Prüfern wurden bei Milka Neuzet mehr verschiedene Pestizide gegeneinander nachgewiesen. Jeder Insel unter dem Grenzwert. Aber in Kombination ergibt sich ein Belastung, die kritisch gesehen wird. Gerade bei Kindern, die besonders viel Schokolade essen, kann das langfristig problematisch sein. Ihr Körper ist noch in der Entwicklung. Ihr Stoffwechsel arbeitet anders. Und sie wiegen weniger. Das bedeutet,
Die gleiche Menschheitsstoff belastet sich stärker als einen Erwachsenen. Kommen wir zu Ritter Sport. Ein Markt, die sich Journals nachhaltig und transparent präsentiert, quadratisch, praktisch, gut. So der Slogan. Dort in Tests aus 2026 gab es auch hier Auffälligkeiten. Besonders bei den Sorten mit Kakao aus Westafrika. Hier wurden erhöht Cadmiumwert festgestellt. Cadmium ist ein Schwermetall. Es kommt natürlich im Boden vor. Kakaopflanzen nehmen es über die Wurzeln auf. Besonders in bestimmten Regionen, wo der Boden von Natur aus cadmiumreich ist. Das Problem. Cadmium reagiert sich in Nieren und no Kernen. Es kann langfristig zu Nierenstein führen. Oder die no Konstruktorschad chen. Die EU hat Grenzwert festgelegt. Aber dies Grenzwert gelten für Erwachsene. Für Kinder gibt es kein separaten Wert. Obwohl Kinder empfindlicher reagieren. Bei Ritter Sport Wollmilch legen die Cadmiumwert laut Testsnap unter dem Grenzwert. Aber eben nur nap. Jun aber jensch pro verbeurten das kritisch. Weil es sagt, dass der Hersteller nicht die saubersten Kakaokollen nutzt. Es gibt Kakao mit deutlich niedrigeren Cadmiumwerten. Aus anderen Anbaugebieten. Mit besserer Bodenkontrolle. Aber dieser Kakao ist teurer. Und solange die Grenzwert eingehalten werden, besteht kein rechtlich Pflicht, ihn zu verwenden. Also wird weiter der günstige Kakao eingekauft. Und die Verbräucher zahlen den Preis. Mit ihrer Gesundheit. Auch bei Ritter Sport Halbiter wurden Problem festgestellt. Hier lag der Fokus auf Nickel. Nickel ist ebenfalls ein Schwermetall, das natürlich in Kakaobohnen vorkommen kann. In kleinen Mengen ist es kein Problem. Aber bei regelmäßigem eigenem Konsum kann es bei empfindlichen Menschen Allergien auslösen. Oder Hautreaktionen. Laut Laboranalysen aus 2026 waren die Nickelwert bei Ritter Sporthalbiter höher als bei vergleichbaren Produkten anderer Hersteller. Nicht dramatisch, aber auffällig. Und das wirft Fragen auf. Warum kontrolliert ein Hersteller, der sich Qualität auf die Feinschreit? Dies wurde nicht strenger. Warum wird nicht in besser Rohstoff investiert? Die Antwort ist immer die gleiche Kosten. Besonders enttäuschend waren die Ergebnisse bei Ritter Sport Marzipan. Hier wurden gleich mehrere Probleme festgestellt. Zum einen Mineral Lukakast Endi, gehallig wie bei Milka, zum Alukakst Endi von Pflanzenschutzmitteln in den Mandel. Mandeln für Marzipan kommen oft aus Kalifornien oder Spanien. Dort wurden sehr intensiv mit Pestiziden behandelt. Einige dieser Stoffe bleiben sauer, Ske, und landen in der Schokolade. Laut Tests wurden bei Ritter Sport Marzipan via verschiedene Pestizide Kastnendi nachgewiesen. Jede Inseln unter dem Grenzwert. Aber die Kombination wird von Experten als bedenklich eingestuft. Weil niemand genau weiß, wie die Stoff zusammenwirken, ob sie sich gegenseitig verstärken, oder ob sie im Keo-Wapen Verbindungen bilden. Jetzt zu Lindt, die Schweizer Premiermark. Bekannt für hohe Preis und das Image von Luxus und Qualität. Wir denken, wenn ich mehr bezahle, bekomme ich auch besser Qualität. Saubere Production, strenge Kontrollen. Doch die Tests aus 2026 Eigenheit, auch Lindt hat Problem. Bei der Lindt Excellence 70% Kakao wurden blauet festgestellt. Blei ist eins der gefährlichsten Schwermetall. Es schädigt das Nervensystem. Besonders bei Kindern kann es die Entwicklung beeinträchtigen. Die Konzentration stieren. Das Lernwurm gen reduzieren. Auch hier gilt, die Grenzwert wurden nicht überschritten. Aber die Wert legen her als bei vielen anderen Schokoladen im Test. Und das bei einer Mark, die mehr als doppelt so viel kostet wie der Durchschnitt. Auch bei Lindt Wollmilchgabers auffälligten. Hier wurden Mausch, wird nachwiesen, die laut Frau von vermeidbar Jusen WRN. Mineral in Schokolade kommt meist durch die Verpackung.
Oder Dutch Schmierstoff in den Produktionsanlagen. Beides lassen sich kontrollieren. Dutch Beseer Verpackungsmaterialien. Dutch saubere Maschinen. Dutch Regelmans eich kontrollen. Aber das kostet. Und offenbar spart auch Lindt an diesen Stellen. Trotz dies hohen Premises. Trotz dies Premium Images. Das sieht teuer bedeutet nicht automatisch sauber. Bei Lindt neuset wurden sus teslik ahati Wörter an Acrylamid gefunden. Acrylamid instead beam sten von Nisen oder Kakao. Es gilt als potenziell cancerogend. Hersteller, die nennen die Bildung von Acrylamid reduzieren, indem sie die erste Temperaturen senken. Oder die Arbeitszeiten wirklich rasen. Aber das verändert den Geschmack. Und viele Hersteller wollen nicht am Geschmack sparen. Also wird weiter heiß geröstet. Und die Acrylamidwet blieben hoch. Laut Tests aus 2026 lag Lindt neuset im oberen Bereich der gemessenen Wert. Nicht über dem Grenzwert. Aber deutlich höher als nötig. Was bedeutet das als für dich? Es bedeutet, große Mengen und hoher Preis seien keine Garantie für Sauberkeit. Milka, Ritter Sport und Lindt sind nicht die einzigen Marken mit Problemen. Aber sie sind drei der bekanntesten. Und sie sagen stellvertretend, was in der schokolade Industrie schieflau oft. Es wird auf Kosten gespart. Es wird nur das Nanotigste kontrolliert. Und solange die gesetzlichen Grenzwert eingehalten werden, passiert nichts. Die Verbrecher sind die Letzten, die etwas erfahren. Weil diese Informationen nicht der Verpackung stehen. Weil sie in Labortests versteckt sind. Weil die Industrie kein Interesse an Transparenz hat, gibt es den Schokolade, die wirklich unbedenklich ist. J. Aber du musst da nichts searchen. Es gibt kleine Hersteller, die auf Bio, Kakao setzen. Die ihre Lieferketten genau kontrollieren. Die in sauber Production investieren. Die Schokoladen schneiden in Tests regelmäßig besser ab. Sie sind teuer, aber sie liefern, was sie versprechen. Kein Mineral, kein Schwermetall, kein Pestizida Kästnand. Oder zumindest deutlich weniger als bei den großen Marken. Beispiel dafür sind Rapunzel, Jeppa oder Vivani. Alles Bio-Marken, die in Tests aus 2026 sehr gut abschnitten. Weil sie transparenter arbeiten. Weil sie sehr Lieferketten haben. Und weil sie Qualität über Profit stellen. Was kannst du jetzt konkret tun? Erstens schau dir die Zutatenlisten. Je größer, desto besser. Stehen nur Kakaomas, Zucker und Milch drauf? Gut. Sind da verschiedene Zusatzstoffe? VORSICHT. Zweitens Act Bio, Siegel. Bio, Kakao wird unsynthetisch Pestizid angebaut. Das reduziert das Risiko von Eukast-Enden deutlich. Drittens informier dich über Tests. Stiftung Warentest o Kotest Patada Fen Rigel Milch Egg Schokolade. Ihre Ergebnisse sind dort veröffentlicht. Und sie sagen sehr klar, welche Marken sauber sind und welche nicht. Vertrau nicht blind auf Werbung. Milka wirbt mit Alpenmilch an Tradition. Ritter Sport mit Nachhaltigkeit. Lindt mit Schweizer Qualität. Aber die Tests sagen, das sind Marketingbotschaften. Kein qualitatives Sprechen. Die Wahrheit steckt in den Laborergebnissen. Nicht in den bunten Verpackungen. Nicht in den teuren Werbekampagnen. Sondern in den Zahlen, die niemand sehen soll. Am Ende geht es ein einfach Frage, willst du wissen, was du isst? Oder willst du einfach vertrauen und hoffen, dass alles in Ordnung ist? Dein Körper kann sich nicht wehren gegen Mineral, oder Schwermetall. Es sammelt sich, bejar. Und irgendwann sagen sich die Folgen, wird nicht heute, wird nicht morgen. Aber sie kommen. Und dann ist es suspekt. Wenn dir die Gesundheit wichtig ist, dann nimm dir die Zeit. Wirklich, Leistests. Schau genau hin, was du kost. Lass dich nicht von groß in Namen blenden. Die Industrie didert sich nur, wenn Verbrecher Druck machen. Wenn sie Transparenz fordern. Wenn sie nicht mehr alles slacken, was ihnen verkauft wird.
Nenn die Chest, watch schauen wir uns an, welche Energy, Drinks wirklich verherrlich sind. Und welche Inhaltsstoff du unbedingt meiden solltest. Bis dahin pass auf dich auf.